Alles begann mit einem rätselhaften Signal, das ganz unerwartet am äußersten Rand der Erde, im Herzen der Antarktis, aufgefangen wurde. Dieses Signal erstaunte die Wissenschaftler durch seine außergewöhnliche Intensität und Klarheit, als käme es direkt aus den Tiefen der eisigen Wüste. Mitten in den jahrtausendealten Schichten aus Eis und Schnee, die die Geheimnisse der Vergangenheit verbergen, war dieses Signal wie ein Ruf aus einer anderen Welt. Moderne Satelliten und Geräte registrierten es augenblicklich. Doch die Herkunft des Signals blieb ein Geheimnis, das sofortige Aufklärung verlangte. Kaum wahrnehmbar, aber in seinem Wesen kraftvoll, ähnelte das Signal etwas, das zuvor noch nie aus den Tiefen dieses rauen Kontinents aufgezeichnet worden war. Nicht nur seine Stärke, sondern auch seine Stabilität waren so ungewöhnlich, dass Forscher auf der ganzen Welt Alarm schlugen, um die Natur dieses Phänomens zu verstehen. Verbirgt sich unter den jahrhundertealten Eisschichten tatsächlich mehr als nur eingefrorene Erinnerungen an die Vergangenheit? Das war eine Frage, die Wissenschaftler und Forscher auf keinen Fall unbeachtet lassen konnten. Kurz nach der Entdeckung des Signals wurde beschlossen, ein Team der erfahrensten Forscher zusammenzustellen und sie in eine der unwirtlichsten Regionen des Planeten zu entsenden. Das Forschungsprojekt begann mit der Einbindung der besten Köpfe und modernster Technologien unserer Zeit. Diese Ereignisse zogen augenblicklich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich. Denn die Aussicht, die Geheimnisse der Antarktis zu lüften und möglicherweise eine unbekannte Zivilisation oder sogar Spuren außerirdischer Besucher zu entdecken, war zu faszinierend, um unbeachtet zu bleiben. Die Vorbereitungen begannen im Eiltempo und schon bald war das Team bereit, sich dem Unbekannten zu stellen. Vorwärts in die eisige Wüste, wo unter dicken Eisschichten verborgen eine geheimnisvolle Struktur auf ihre Entdecker wartete. Das Geheimnis unter dem Eis, die ersten Funde. Nach ihrer Ankunft am Zielort begann das Forscherteam mit dem Aufbau der Ausrüstung. Die ersten Scans unter dem Eis zeigten etwas Unglaubliches. In einer Tiefe von über 300 Fuß gelang es, die klaren Umrisse einer Struktur zu entdecken, deren Größe und Form allen bekannten Daten über diesen Teil der Antarktis völlig widersprachen. Das Objekt hatte eine regelmäßige geometrische Form mit scharfen Kanten, was eindeutig auf seinen künstlichen Ursprung hinwies. Die Größe des Fundes war wahrlich beeindruckend. Sie erstreckte sich über mehrere hundert Fuß in Länge und Breite. Bei einer genaueren Untersuchung stellte sich heraus, dass das Material, aus dem die Konstruktion gefertigt war, keinem bisher bekannten Material ähnelte. Es war unglaublich widerstandsfähig und beständig gegen extreme Temperaturen, was es ermöglichte, unter einer so dicken Eisschicht unversehrt zu bleiben. Diese Entdeckung stellte alle bisherigen Theorien über das Klima und die Geologie der Antarktis in Frage. Das Team beschloss, die Untersuchung zu vertiefen und entnahm Proben des Eises, das das Objekt umgab. Die Analysen zeigten eine anomale Präsenz seltener Elemente und Mineralien, die zuvor in diesem Teil des Kontinents nicht gefunden worden waren. Erinnerte dies an ein Bauwerk einer uralten Zivilisation, von der niemand je gehört hatte? Oder war dies vielleicht ein Hinweis darauf, dass unter dem Eis etwas noch Älteres und Geheimnisvolleres verborgen lag? Doch ein Aspekt beunruhigte die Forscher besonders: die anomale Wärme, die aus der Tiefe der Konstruktion strömte. Diese Wärme erstreckte sich über eine beträchtliche Entfernung und verursachte das Schmelzen des Eises um das Objekt herum, was diesem ohnehin schon faszinierenden Fund noch mehr Rätsel hinzufügte. Schon bald begann das Team, sich intensiver mit diesem Phänomen zu beschäftigen, in der Hoffnung, seine Natur und seine Folgen zu verstehen. Die Fragen häuften sich und der Druck, alle Geheimnisse zu lüften, wuchs mit jeder neuen Entdeckung. Was würde sie wohl in dieser eisigen, rätselhaften Wüste noch erwarten? Innovative Technologien. Ein Blick ins Innere. Es war an der Zeit, einen Blick ins Innere der geheimnisvollen Konstruktion zu werfen, die unter der dicken Schicht des antarktischen Eises verborgen lag. Mit den modernsten Technologien begannen die Forscher, die Form und Struktur des Objekts zu scannen. Dafür setzten sie hochmoderne Laser- und Radiowellensensoren ein, die es ermöglichten, ein dreidimensionales Modell dessen zu erstellen, was sich unter dem Eis verbarg. Die Ergebnisse waren überwältigend. Der innere Aufbau der Konstruktion war außergewöhnlich komplex. Korridore, Räume und sogar etwas, das wie technische Abteile wirkte, beeindruckten durch ihre durchdachte Anordnung. Einer der erstaunlichsten Befunde war das Vorhandensein zahlreicher Hohlräume, deren Zweck unklar blieb. Das Innere des Objekts war mit Strukturelementen durchzogen, die an moderne Energieanlagen erinnerten. Dies deutete auf ein technisches Entwicklungsniveau hin, das alles, was der Menschheit bekannt ist, bei weitem übertrifft. In einem der Abschnitte wurde ein rätselhafter Mechanismus entdeckt, der offenbar die Quelle der anomalen Wärme war. Dieser Mechanismus war mit Symbolen unbekannter Herkunft bedeckt, was das Interesse der Wissenschaftler noch weiter steigerte. Das Forscherteam konnte mit Hilfe robotergestützter Sonden Proben für weitere Analysen entnehmen. Diese Proben zeigten eine chemische Zusammensetzung, die in der Natur noch nie zuvor gefunden wurde.
Es stellten sich Fragen, wie konnte eine solche Struktur unter so extremen Bedingungen geschaffen werden und welchem Zweck diente sie? All diese Daten eröffneten neue Horizonte für die Forschung und erforderten eine umgehende Untersuchung. Jede neue Entdeckung brachte eine ganze Reihe weiterer Fragen mit sich. Doch das Rätsel musste Schritt für Schritt gelöst werden, indem man immer tiefer in die Schichten des Geheimnisses eintauchte. Wie weit die Wissenschaftler in ihren Forschungen gehen werden und was sie entdecken, bleibt noch abzuwarten. Anomale Wärme. Was könnte das bedeuten? Die anomale Wärme, die aus dem Inneren der rätselhaften Struktur strömte, wurde zu einem der größten Rätsel für die Wissenschaftler. Dieses Phänomen widersprach den grundlegenden Gesetzen der Physik, denn das Eis der Antarktis ist bekannt für seine Fähigkeit, Wärme zu absorbieren und zu isolieren. Doch die Temperatur rund um das Objekt lag deutlich über dem Erwarteten, und schon bald erkannten die Forscher, dass diese Wärme nicht nur die Stabilität der Konstruktion aufrechterhielt, sondern auch die Umgebung beeinflusste. Schon bald stellten sie fest, dass diese Wärme das Schmelzen des Eises in beträchtlicher Entfernung vom Objekt verursachte, wodurch subglaziale Seen und Wasserströme entstanden, die sich scheinbar entlang vorgefertigter Kanäle bewegten. Während sie ihre Untersuchungen fortsetzten, wurde deutlich, dass die Wärmequelle nicht nur stabil war, sondern auch über die Fähigkeit zur Selbstregulierung verfügte. Dies deutete auf eine hochentwickelte Technologie hin, die möglicherweise vor unzähligen Jahrhunderten zurückgelassen wurde. Noch erstaunlicher war jedoch die Reaktion der lokalen Geophysik. Die Eismassen schienen unter dem Einfluss der Wärme ihre Struktur zu verändern und bildeten ungewöhnliche Formen und Muster. Komplexe Vektoren der Wärmeflüsse warfen viele Fragen darüber auf, welche Funktion dieses Gerät erfüllte. Neben dem physischen Einfluss auf die Umgebung entstand die Theorie, dass die Wärme Teil eines komplexeren Energiesystems oder sogar der Kommunikation sein könnte. Vielleicht handelte es sich um ein Signal, das einen Mechanismus aktivierte, den man genauer untersuchen sollte. Die Forscher warteten gespannt auf den Moment, in dem sie zur eigentlichen Quelle vordringen und verstehen könnten, was hinter dieser rätselhaften Energie steckt. Doch vor ihnen lagen neue Entdeckungen, die nicht nur Licht auf die Struktur selbst, sondern auch auf ihre Erbauer werfen könnten. Unbekannte Architektur, Fremde oder Vorfahren. Als das Forscherteam das Innere der geheimnisvollen Struktur erreichte, stießen sie auf eine Architektur, die keiner Bekannten auf der Erde ähnelte. Die Wände der Bauwerke waren mit geometrischen Mustern und Symbolen bedeckt, die keiner bekannten irdischen Kultur zuzuordnen waren. Die Umrisse der Hallen und Korridore waren nicht nur präzise, sondern auch komplex mit Übergängen und Verbindungen, die eher an dreidimensionale Labyrinthe als an menschliche Architektur erinnerten. Dieser Baustil warf viele Fragen auf. Wer waren die Erbauer und was veranlasste sie dazu, eine derart einzigartige Konstruktion unter den extremen Bedingungen der Antarktis zu errichten? Eine der erstaunlichsten Entdeckungen war die Entdeckung eines riesigen Saals, in dessen Zentrum sich eine massive Konstruktion erhob, die an einen Altar oder ein Kontrollzentrum erinnerte. Dieses Objekt war mit Symbolen übersät, die möglicherweise die Sprache der Erbauer der Struktur darstellten. Auf der Oberfläche der Konstruktion waren außerdem Abbildungen angebracht, die an Sternenkarten erinnerten, was auf einen außerirdischen Ursprung ihrer Erbauer hindeuten könnte. Diese Funde veranlassten die Wissenschaftler, viele traditionelle Theorien über den Ursprung alter Zivilisationen zu überdenken. Im Inneren dieses Saals wurden technologische Geräte entdeckt, deren Zweck ein Rätsel blieb. Die Forscher stellten fest, dass viele Elemente aus Materialien gefertigt waren, die der modernen Wissenschaft unbekannt sind. Und ihre Struktur war so komplex, dass das Herausnehmen und Untersuchen dieser Geräte besondere Vorsicht erforderte. Diese technologischen Artefakte deuteten auf ein tiefes Verständnis von Physik und Ingenieurwesen hin, das über die menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. All dies warf eine neue Frage auf. Könnten diese Erbauer unsere uralten Vorfahren gewesen sein, die unglaubliche technologische Höhen erreichten und später verschwanden? Oder zeugten diese Artefakte von der Anwesenheit von Besuchern aus der Ferne, die ihre Spuren in der Geschichte der Erde hinterließen, bevor sie wieder fortgingen? Die Reaktionen der Wissenschaftler waren unterschiedlich, aber eines war klar: Sie standen vor einer Aufgabe von unglaublicher Bedeutung, noch mehr Geheimnisse dieser uralten Struktur zu enthüllen und ihre wahre Natur zu verstehen. Und in Zukunft könnten die Forscher auf noch komplexere Rätsel stoßen, die unser Verständnis der Vergangenheit für immer verändern könnten. Entschlüsselung der Symbole, die Sprache der geheimnisvollen Erbauer. Im Inneren des geheimnisvollen Saals richteten die Forscher ihre Aufmerksamkeit auf zahlreiche Symbole, die die Wände bedeckten. Diese Symbole hatten keine Entsprechungen in bekannten irdischen Sprachen und beeindruckten durch ihre Komplexität und Eleganz. Ihre Umrisse erinnerten an Spiralen, Zickzacklinien und andere geometrische Formen, die sich in unglaublichen Kombinationen miteinander verflochten. Es wurde sofort klar, dass diese Symbole eine Schlüsselrolle beim Verständnis der Natur der Struktur und ihrer Erbauer spielten.
Zur Entschlüsselung der Symbole wurden erfahrene Linguisten und Kryptographen hinzugezogen, die begannen, die entdeckten Zeichen systematisch zu analysieren. Der erste Schritt bestand darin, eine Datenbank aller Symbole und ihrer Variationen zu erstellen. Anschließend nutzten die Wissenschaftler Methoden der statistischen Analyse, um die Wiederholung und Verbreitung dieser Zeichen zu erkennen. Dies ermöglichte es, bestimmte Muster zu identifizieren, die auf die Syntax und Grammatik der geheimnisvollen Sprache hindeuten könnten. Die Entschlüsselung verlief jedoch langsam, da ein erheblicher Teil der Symbole unverständlich blieb und es schwierig war zu bestimmen, welche davon Wörter, Zahlen oder Konstrukte darstellten. Parallel dazu widmeten die Wissenschaftler der Untersuchung der Anordnung der Symbole auf der Oberfläche der Objekte besondere Aufmerksamkeit. Ihre Positionierung schien architektonischen Elementen zu entsprechen und wies möglicherweise auf deren funktionale Bestimmung hin. Jedes Symbol als Teil eines größeren Systems eröffnete einen Weg zum Verständnis der technologischen Infrastruktur des Bauwerks. Dies ließ vermuten, dass die Struktur nicht nur als Wohnstätte, sondern auch als Ort für Rituale oder wissenschaftliche Forschungen gedient haben könnte. Die Forschungsgruppe stellte außerdem fest, dass einige Symbole im Nanodruckverfahren angebracht waren, was auf die hochentwickelten Technologien ihrer Schöpfer hinwies. Diese Zeichen waren mit bloßem Auge nahezu unsichtbar und wurden nur unter einem bestimmten Lichteinfall sichtbar. Diese Entdeckung wurde zum Schlüssel für das Verständnis, dass sie es nicht einfach mit einer antiken Zivilisation zu tun hatten, sondern mit etwas weitaus komplexerem und vielschichtigerem. Während die Wissenschaftler ihre Arbeit fortsetzten, erkannten sie, dass die Entschlüsselung dieser Symbole Licht auf viele Aspekte werfen könnte, einschließlich der Entstehungsgeschichte der Struktur und ihrer möglichen Funktionen. Obwohl die Aufgabe unglaublich schwierig erschien, versprach dieser Prozess, Geheimnisse zu enthüllen, die unsere Sicht auf die Geschichte und den Ursprung des Lebens auf der Erde verändern könnten. Und selbst in dem Moment, als sie sich dem Verständnis nahe fühlten, erwarteten sie neue Rätsel, die ihr Bild von den möglichen Erbauern dieser geheimnisvollen Konstruktion völlig auf den Kopf stellen konnten. Alte Legenden und Fakten, ein Vergleich. Auf der Suche nach einer Lösung wandten sich die Forscher alten Legenden und dem Volksglauben der Völker zu, die die Erde in vergangenen Zeiten bewohnten. Einige dieser Mythen erzählten von geheimnisvollen Baumeistern, die vom Himmel oder aus den Tiefen der Erde kamen, um erstaunliche Bauwerke zu errichten und Wissen zu vermitteln. Diese Legenden, die jahrhundertelang als Erfindungen galten, gewannen plötzlich neue Aktualität, als sie sich mit den in der Antarktis entdeckten Details zu überschneiden begannen. Eine der Legenden der südamerikanischen Ureinwohner beispielsweise berichtete von einem großen, eisigen Land, in dem ein Tempelberg stand, verborgen vor den Augen der Menschen. Forscher richteten ihre Aufmerksamkeit auch auf alte schriftliche Quellen wie Schriftrollen und Manuskripte, in denen von geheimnisvollen Zivilisationen die Rede war. In einigen dieser Texte fanden sich Beschreibungen von Technologien und Zeichen, die an jene erinnerten, die an den Wänden der antarktischen Struktur entdeckt worden waren. Diese Übereinstimmungen konnten nicht ignoriert werden und deuteten auf eine mögliche Interaktion antiker Völker mit einer geheimnisvollen Kultur hin, deren Überreste unter dem Eis verborgen sind. Während die Wissenschaftler Daten aus verschiedenen Quellen verglichen, bemerkten sie, dass die Beschreibung einiger in Mythen erwähnter Technologien mit dem in der Struktur gefundenen Gerät übereinstimmte. Zum Beispiel wurde in einem alten chinesischen Text von einer Maschine berichtet, die in der Lage war, die Wärme der Erde zu verstärken, was an das gefundene Gerät erinnerte, das die anomale Wärme unter der dicken Schicht des antarktischen Eises regulierte. Mittelalterliche Chroniken, die in verschiedenen Teilen der Welt gefunden wurden, erwähnten ebenfalls bestimmte Sternenkarten, die mit dem theoretischen Wissen übereinstimmten, das in der Architektur der geheimnisvollen Konstruktion verankert war. Diese Verbindung zwischen Mythen und Fakten ermöglichte es den Forschern anzunehmen, dass alte Legenden Aufzeichnungen realer historischer Ereignisse sein könnten, die unter mythologischen Bildern verschleiert wurden. Solche Übereinstimmungen inspirierten die Wissenschaftler zu einer detaillierteren Untersuchung von Archiven und Legenden, was potenziell neues Licht auf verborgene Verbindungen zwischen Kulturen und der geheimnisvollen Struktur, die in der Antarktis verborgen ist, werfen könnte. Jede neue Tatsache, die aus den Tiefen der Mythen und Legenden ans Licht kam, enthüllte immer mehr Geheimnisse und brachte sie der Lösung des Rätsels dieses erstaunlichen Ortes immer näher. Vor dem Forscherteam standen noch viele Fragen, doch je weiter sie den Spuren der alten Legenden folgten, desto klarer wurde, dass ihre Reise gerade erst begann. Die Geheimnisse der Antarktis, das Ergebnis der Expedition und die offenen Fragen. Die Expedition ging zu Ende und hinterließ spannende Entdeckungen sowie eine Reihe ungelöster Fragen. Die Antarktis mit ihrer rauen Schönheit und ihren geheimnisvollen Tiefen ermöglichte es den Forschern, ein im Laufe der Zeit verlorenes Geheimnis zu lüften, eine Konstruktion, über deren Ursprung man nur spekulieren konnte. Die entdeckte Struktur stellte alle bekannten Traditionen und Ansätze zur Erforschung der Geschichte in Frage.
Trotz unglaublicher Anstrengungen blieben viele Aspekte rätselhaft. Zum Beispiel das Material der Konstruktion, das sich keiner bekannten wissenschaftlichen Klassifikation zuordnen lässt. Seine Eigenschaften und Herkunft stellen die gewählten Forschungsmethoden in Frage und deuten auf Technologien hin, die den heutigen überlegen sind. Auch die Spuren anomaler Wärme, die sich unter dem Eis ausbreiten, blieben weiterhin nicht vollständig entschlüsselt. Wissenschaftler entdeckten, dass diese Wärme nicht nur dazu beitrug, die Struktur zu erhalten, sondern auch als Energiequelle für die Erbauer gedient haben könnte. Ihr Verständnis von Physik und Ingenieurwesen blieb jedoch weiterhin jenseits menschlicher Möglichkeiten. Darüber hinaus fasziniert die Anwesenheit komplexer Symbole und Zeichen nach wie vor. Neugierige Forscher, Linguisten und Kryptographen arbeiten an der Entschlüsselung und vermuten, dass diese Symbole den Schlüssel zu den Technologien und dem Leben der Erbauer enthalten könnten. Doch während die Entschlüsselung voranschreitet, bleiben viele Zeichen ein Rätsel, das die Geheimnisse der antiken Welt verbirgt. Alte Legenden und Mythen, verbunden mit den auf dem Bild der Entdeckungen gefundenen Fakten, lassen auf eine Verbindung zu antiken Zivilisationen schließen, geben jedoch kein vollständiges Bild. Die Forscher sind entschlossen, ihre Arbeit fortzusetzen und jedes Detail zu entschlüsseln. Noch unbekannte Gebiete halten weitere Überraschungen für die entschlossenen Wissenschaftler bereit. Trotz des Abschlusses der Expedition warten die Fragen nach den Erbauern, ihren Zielen und den Geheimnissen, die dieser eisige Kontinent verbirgt, noch auf ihre Beantwortung. Die Antarktis, die bereits das Verständnis der Forscher über die Vergangenheit verändert hat, ruft zu neuen Entdeckungen und verspricht noch tiefere Geheimnisse, die in ihren uralten Tiefen verborgen liegen.